Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die wichtige Grenzregion Sumy besucht. Er zeichnete Soldaten aus, die im benachbarten russischen Gebiet Kursk eingesetzt wurden. Dort marschierten ukrainische Truppen vor 2 Monaten überraschend ein. Die russische Armee beschießt ihrerseits heftig das Gebiet um Sumy, nach ukrainischen Angaben erst gestern wieder rund 50 Mal. Unsere Chefmoderatorin Tatjana Ohm ist in Dnipro in der Ukraine. Guten Morgen, Tatjana. Du und dein Team, ihr wart gestern bei einer Artillerieeinheit an der Grenzlinie bei Pokrovsk. Was hast du dort erlebt? Guten Morgen nach Deutschland. Ja, was haben wir gesehen? Wir haben hochmotivierte Männer gesehen, die bei aller Müdigkeit und körperlichen Erschöpfung dennoch nach wie vor sehr davon überzeugt sind, dass es ihnen gemeinsam mit den restlichen Streitkräften der Ukraine irgendwann, und die Betonung liegt auf irgendwann, gelingen wird, die russische Seite zurückzudrängen. Diese Artillerieposition, bei der wir gewesen sind, befindet sich, ich sag mal, Pi mal Daumen im Bereich Kurachowe in Richtung Pokrovsk. Die russische Seite ist da so, 2,5 bis 3 Kilometer entfernt. Und während wir da waren, war auch einiges an Einschlägen zu hören von russischer Seite, aber auch die Antwort von der Artillerieposition, auf der wir gewesen sind. Auch Gewehrfeuer ist zu hören gewesen. Da hat es offenbar doch in relativ kurzer Distanz auch einiges an Gefechten gegeben, während wir da gewesen sind. Ich habe die Männer gefragt, zum Beispiel auch, wie es aussieht mit Nachschub, mit Waffen, mit Munition. Auch das, was wir gesehen haben, deutete jetzt nicht darauf hin, dass sie gar nichts mehr haben. Aber es war schon so, dass klar der Eindruck entstand und auch so bestätigt wurde von den Männern, wenn das hier noch intensiver wird, als es im Moment schon ist, dann wird es eng für uns mit dem, was wir der russischen Seite entgegenhalten können. Da war ein älterer Herr dabei, und ich betone älterer Herr, der auch relativ deutlich seinen Unmut geäußert hat über das, was zur Verfügung steht, über die Art und Weise auch zum Teil, wie die Rotation stattfindet, wie man Erholungspausen gewährt bekommt. Und das ist halt kein Einzelfall. 20 Kilometer südlich von der Position, wo wir gewesen sind, liegt ja Wuhledar. Das ist die Stadt, die letzte Woche im Prinzip dann aufgegeben wurde an die Russen. Und die große Sorge ist eben einfach, dass das irgendwann auch in der Region passieren könnte, wo wir gewesen sind. Aber noch stemmt sich die ukrainische Armee wirklich mit allen Kräften, die sie da zur Verfügung hat, dagegen. Und apropos Kräfte, da werden auch noch mehr Kräfte hinentsandt. Der Oberkommandierende Syrskij selber hat das noch einmal bestätigt. Man wird dort jetzt noch einmal massiv für Verstärkung sorgen, weil man eben nicht will, dass diese Region, in der wir gestern gewesen sind, komplett den Russen in die Hände fällt. Tatjana, vielen Dank in die Ukraine.